Da ich aus eigener Erfahrung weiß, dass Zeit beim Anatomielernen ein kostbares Gut und sehr begrenzt ist, gibt es in diesem Video die Knochen des menschlichen Körpers in unter 20 Minuten. Sowohl die deutschen als auch die medizinischen Fachbegriffe. Wie immer mit Eselsbrücken und Merkhilfen, damit die Fachbegriffe direkt hier oben hängen bleiben. Also, verlieren wir nicht viel Zeit, los geht's. Falls du komplett am Anfang stehst, so siehst du ungefähr von innen aus. Hier einmal von ventral, also von vorne, und einmal von dorsal, von hinten. Insgesamt befinden sich in deinem Körper 206 Knochen, die wir uns in den nächsten Minuten gemeinsam anschauen werden. Aber keine Panik, so schlimm ist es gar nicht, wie es sich jetzt gerade anhört. Gut, ich würde sagen, starten wir mit dem Aufbau des Skeletts. Das Skelett kann in zwei Teile aufgeteilt werden. Zum einen haben wir das axiale Skelett, das die zentrale Achse unseres Körpers bildet und aus dem Schädel, dem Kranium und dem Rumpf, dem Torso besteht. Welche Knochen zu diesen beiden Körperbereichen gehören, dazu in ein paar Sekunden mehr. Zuerst schauen wir uns aber noch den zweiten Teil deines Skeletts an, nämlich das apendikuläre Skelett. Das apendikuläre Skelett umfasst quasi alles, was noch am axialen Skelett dranhängt. Und das sogar wortwörtlich, denn appendikulär kommt vom lateinischen Begriff Appendix und das bedeutet so viel wie Anhang. Das appendikuläre Skelett wird dann nochmal in eine obere Extremität und eine untere Extremität eingeteilt. Also, wir haben das axiale Skelett, das mittig in dem Zentrum unseres Körpers verläuft, und das appendikuläre Skelett, quasi die daran befestigten Anhängsel deines Körpers. Und nachdem du jetzt den groben Aufbau des Skeletts kennst, geht's weiter mit den Knochen. Starten wir mit unserem Zentrum, nämlich dem Rumpf. Der wird auch als Torso bezeichnet. Da unser Rumpf sowohl für Schutz als auch für Stabilität sorgt, habe ich mir damals den Begriff Torso mit dem ähnlich klingenden Begriff Tresor gemerkt. Aber tatsächlich taucht dieser Fachbegriff gar nicht so oft in anderen Strukturen auf. Zoomen wir jetzt mal eine Stufe ran. Der Rumpf besteht zum einen aus der senkrecht verlaufenden Wirbelsäule, der sogenannten Columna vertebralis. Columna steht dabei für die Säule und vertebralis, das stammt vom Wort vertebra, was so viel wie Wirbel bedeutet. Columna vertebralis ist also die Säule der Wirbel. Macht ziemlich Sinn, oder? An die Wirbelsäule unten anschließend haben wir dann noch das Kreuzbein, das sogenannte Os sacrum. Os ist übrigens der Fachbegriff für den Knochen und wenn wir mehrere dieser Knochen haben, sprechen wir von Ossa. Diesen Begriff wirst du später auch noch häufiger sehen. Das Kreuzbein hat seine deutsche Bezeichnung von seiner kreuzartigen Form. Den Begriff Os sacrum habe ich mir mit dem sakralen, also mit dem heiligen Kreuz gemerkt. Und abschließend haben wir noch das Steißbein mit dem etwas holprigen Fachbegriff Os coccygeus, was letzten Endes eigentlich nur das rudimentäre Überbleibsel des Schwanzes ist. Wohlgemerkt des Schwanzes eines Tieres. Aber trotzdem verwunderlich, dass das männliche Geschlechtsorgan im Englischen auch als Cock bezeichnet wird. Und genau so habe ich mir den Begriff für das Steißbein, also Os coccygeus, ganz einfach gemerkt. Vielleicht hilft es ja hier irgendjemandem und falls du eine bessere Eselsbrücke hast, ab damit unten in die Kommentare. Was uns jetzt noch beim Rumpf fehlt, ist der Brustkorb, der sogenannte Thorax. Der Brustkorb besteht zum einen aus dem flachen Brustbein, dem sogenannten Sternum, das flächig zwischen deiner Brust liegt. Und diesen Begriff, also aus Sternum, kann man sich auch ganz gut merken aufgrund der gezackten Form des Brustbeins. Hat, finde ich, schon ein bisschen Ähnlichkeiten mit einem Stern. Und an das Brustbein, also an das Os sternum, grenzen dann die Rippen. Zumindest ein Teil der Rippen. Von denen hast du nämlich 24 Stück, also 12 auf jeder Seite. Und hier kommt die gute Nachricht, denn für diese ganzen Rippen brauchst du dir nur einen einzigen Fachbegriff zu merken, nämlich Costa. Den Fachbegriff Costa für die Rippe konnte ich mir ganz gut aus dem Spanischen bzw. Italienischen herleiten. La Costa bedeutet nämlich die Küste. Und so eine Küste ist ja tendenziell auch eher schmal, länglich und etwas gebogen. Genau wie deine Rippen. Kommen wir aber nochmal zurück zur Wirbelsäule, der Columna vertebralis. Wie du hier gut sehen kannst, wird die Wirbelsäule in mehrere Abschnitte eingeteilt. Vom Schädel ausgehend haben wir einmal die Halswirbelsäule, die Columna vertebralis pars cervicalis. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Halswirbel mit C1 bis C7 bezeichnet werden. C wie zervikal. Und der Begriff cervicalis stammt eigentlich vom Fachbegriff cervix, was so viel wie Hals bedeutet. Macht ja auch Sinn, ist ja auch die Halswirbelsäule.
An die Halswirbelsäule folgt dann nämlich die Brustwirbelsäule, die Columna vertebralis pars thoracica. Und hier in diesem Wort steckt unser Thorax von eben drin. Und passenderweise gehen von diesen 12 Brustwirbeln, die mit TH1 bis TH12 bezeichnet werden, auch paarig die 12 Rippen jeweils ab, die dann gemeinsam mit dem Brustbein den Brustkorb bilden, den sogenannten Thorax. Und somit schließt sich dann wieder der Kreis. Unterhalb der Brustwirbelsäule kommt dann noch die Lendenwirbelsäule, die Columna vertebralis pars lumbalis. Daher werden die Lendenwirbel auch mit L1 bis L5 beziffert. Und der Vollständigkeit halber sehen wir unten drunter noch das breite Kreuzbein, unser heiliges Os sacrum, und unten drunter das Steißbein, das Os coccygeus. Und damit kennst du jetzt sogar schon alle Begriffe für die Knochen deines Rumpfs, sowohl die deutschen als auch die medizinischen Fachbegriffe. Weiter geht es mit dem apendikulären System und wir starten oben mit der oberen Extremität. Also zoomen wir auch hier nochmal ran. Hier haben wir oben dünn und quer verlaufend das Schlüsselbein, die sogenannte Clavicula. Und den Begriff Clavicula habe ich mir mit den langen, schmalen Klaviertasten gemerkt. Und witzigerweise gibt es sogar das Klaviertastenphänomen, das bei einem spezifischen Bruch der Clavicula auftreten kann. Zudem haben wir auf der Rückseite des Brustkorbs noch das flache, dreieckige Schulterblatt, die sogenannte Scapula. Clavicula und Scapula bilden zusammen dann den Schultergürtel, den sogenannten Cinguli membri superioris. Aber den Begriff musst du dir eigentlich gar nicht merken. Wichtig ist nur, dass dieser Schultergürtel den Arm mit dem Rumpf verbindet und die Kraft von deinen Extremitäten perfekt auf den Rumpf überträgt. Weiter geht es mit dem Oberarm, der auch als Brachium bezeichnet wird. Das habe ich mir übrigens mit dem brachialen Bizeps gemerkt. Der liegt schließlich auch in deinem Oberarm drin. Und der Knochen des Oberarms wird als Humerus bezeichnet. Und da ich mir die Bezeichnungen für den Oberarmknochen und den Oberschenkelknochen nie richtig herum merken konnte, musste ich mir natürlich mal nochmal eine Eselsbrücke bauen. Also, falls du genau dasselbe Problem hast, vielleicht hilft dir diese Eselsbrücke weiter. Humerus habe ich mir mit Huma oder für alle Vegetarier und Veganer unter uns mit Humusessen gemerkt. Und dadurch wusste ich, dass man das mit der oberen Extremität, also mit deinen Armen macht und dass der Humerus dementsprechend der Begriff ist für deinen Oberarmknochen. Wie ich mir den Fachbegriff für den Oberschenkelknochen gemerkt habe, erfährst du dann in ein paar Minuten. Aber zuerst würde ich sagen, schauen wir uns noch die restlichen Knochen der oberen Extremität an. Weiter geht es mit dem Unterarm. Der wird auch als Antebrachium bezeichnet. Die Anatomen sagen also quasi Vorarm zum Unterarm. Denn Ante ist eine Vorsilbe und bedeutet so viel wie vor. Und Brachium, das hatten wir ja gerade schon, das ist der Oberarm. Im Unterarm haben wir dann zwei Knochen. Einmal die Elle mit dem ähnlich klingenden Fachbegriff Ulna und die Speiche, der sogenannte Radius. Und den Fachbegriff Radius kannst du dir auch für die Speiche ziemlich gut merken, denn Speichen gibt es ja auch im Rad. Also ist die Speiche der Radius. Kommen wir jetzt zum letzten Abschnitt der oberen Extremität, nämlich der Hand. Die wird auch als Manus bezeichnet. Und wer Spanisch oder Französisch spricht, der kann sich das auch gut herleiten aus dem französischen la main oder dem spanischen la mano. Und ja, es heißt La Mano und nicht, wie man anfangs ursprünglich denkt, El Mano. Aber wir sind ja nicht hier, um Spanisch zu lernen, sondern wollen die Knochen der Hand kennenlernen, stimmt's? Die Hand besteht aus 3 Abschnitten. Zum einen die Handwurzel, der sogenannte Carpus, mit den 8 dazugehörigen Handwurzelknochen, die sogenannten Ossa carpi. Und leider hat jeder von diesen 8 Handwurzelknochen nochmal einen eigenen separaten Namen, den ich aber in einem separaten Video mal angehen werde. Daran anschließend kommt die Mittelhand, der sogenannte Metacarpus mit den 5 Mittelhandknochen, die Ossa metacarpi 1 bis 5. Die Vorsilbe Meta bedeutet immer so etwas wie mitten oder zwischen. Also quasi die Knochen zwischen der Handwurzel und den Fingern. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Abschnitt deiner Hand, nämlich den Fingern. Die werden auch als Digiti manus bezeichnet. Digiti ist übrigens die Pluralform von digitus, nämlich dem Finger. Und diesen Fachbegriff, also Digitus, habe ich mir mit der Digitaluhr gemerkt. Dort wird die Uhrzeit ja auch mit kleinen, aneinandergereihten Strichen dargestellt. Ähnlich wie die Knochen in den Fingern. Und der Fachbegriff für die Knochen der Finger lautet Ossa digitorum manus.
Und wie du vielleicht gemerkt hast, taucht hier wieder der Begriff Manus auf, also der Fachbegriff für die Hand. Und das ist auch gar nicht so unsinnig, da wir den Begriff Digitus auch bei den Zehen haben. Und damit würde ich sagen, kommen wir zur unteren Extremität. Zoomen wir hier auch nochmal ran und starten proximal. Das Becken, der sogenannte Pelvis, setzt sich eigentlich aus 3 Knochenanteilen zusammen. Zum einen das Darmbein, das sogenannte Os ilium, also die große Beckenschaufel, in der sich auch noch Anteile deines Darms entlangräkeln. Daher hat das Darmbein auch seine deutsche Bezeichnung. Und zusammen mit dem Os sacrum bildet das Os ilium übrigens das Iliosakralgelenk. Du siehst, diese ganzen Fachbegriffe für die Knochen tauchen immer und immer wieder auf. Neben dem Darmbein haben wir aber auch noch das Sitzbein, das Os ischii, das dir eigentlich schon seine Funktion verrät. Denn das Os ischii trägt dein gesamtes Körpergewicht beim Sitzen. Das sind diese beiden knöchernen unteren Ausbuchtungen, auf denen du sitzt. Und der letzte der 3 Anteile ist das Schambein, das Os pubis, das deinen Beckenring vorne über die Symphysis pubica miteinander verbindet. Und dass das Os pubis das Schambein ist, kann man sich auch eigentlich super simpel merken. Denn in der Pubertät, Os pubis, verändert sich ja auch unser Schambereich. Also das Os pubis ist der Knochen, den du in deinem Schambereich ertasten kannst. Zusammen bilden diese 3 Anteile, die alle zusammen fest miteinander verwachsen sind, das sogenannte Hüftbein, das Os coxae. Diese ganzen Anteile trotzdem zu wissen, obwohl es letztlich ein Knochen ist gar nicht so unwichtig, da diese Begriffe in ganz verschiedenen Strukturen immer wieder auftauchen. Sowohl wie eben gesehen in den Gelenken als auch in den Bändern oder auch Muskeln. Weiter geht's zum Oberschenkel, der den Oberschenkelknochen, den sogenannten Femur, enthält. Und da hatten wir noch eine Eselsbrücke offen. Humerus hatte ich mir ja mit Hummer bzw. Humusessen gemerkt. Und Femur, das habe ich mir mit dem Reim Genur gemerkt. Und gehen tun wir ja typischerweise mit unserer unteren Extremität. Also konnte ich mir merken, der Begriff Femur wird für die untere Extremität, also den Oberschenkelknochen, genutzt. Weiter geht es mit der Kniescheibe, der sogenannten Patella. Und wenn du dir diesen Fachbegriff, also Patella, nicht wirklich gut merken kannst, dann merk dir einfach, dass die Patella eigentlich aussieht wie ein kleiner umgedrehter Teller. Die Patella. Ja, manchmal muss man für Eselsbrücken einfach ein bisschen erfinderisch sein. Kommen wir damit zum Unterschenkel, dem sogenannten Krus. Dort haben wir zum einen das Schienbein, die sogenannte Tibia, die auch die Hauptlast im Unterschenkel trägt, und das schmalere Wadenbein, die sogenannte Fibula. Um sich jetzt zu merken, welcher Fachbegriff für welchen Knochen steht, müssen wir uns sie eigentlich nur anschauen. Das Schienbein, also das breitere der Beine, hat ein sehr großes Tibia-Plateau und wird danach immer schmäler und hat dementsprechend so ein bisschen die Form eines Ts. Also ist das Schienbein die Tibia. Und das schmalere Wadenbein, die Fibula, liegt ganz fein und filigran nebendran. So habe ich mir zumindest diese beiden Knochen gemerkt und kann sie daher auch gut auf Abbildungen direkt zuordnen. Fehlen uns jetzt noch die Knochen des Fußes, der sogenannte Pes. Der Fuß wird, genau wie die Hand auch, nochmal in 3 Bereiche unterteilt. In eine Fußwurzel, den Tarsus mit den 7 Fußwurzelknochen, den Ossa tarsi, die auch genau wie in der Hand wieder jeder eine einzelne Bezeichnung hat, aber auch dazu in einem separaten Video mal mehr. Und außerdem haben wir noch den angrenzenden Mittelfuß, den Metatarsus, mit den 5 Mittelfußknochen, den Ossa metatarsi 1 bis 5. Auch hier siehst du wieder die Parallelen zwischen Hand und Fuß. Dort haben wir den Metacarpus, hier haben wir den Metatarsus. Und abschließend haben wir noch die Zehen, die Digiti pedis. Und hier haben wir, genau wie bei den Fingern, auch nochmal den Begriff Digiti bzw. Digitus für den Finger. Aber um klarzustellen, dass es die Finger des Fußes sind, wird dann noch ein Pedis angehängt. Und Pedis ist übrigens die Genitivform von Pes, also von dem Fuß. Und die Knochen in deinen Zehen werden als Ossa digitorum pedis bezeichnet. Und damit kennst du jetzt die Knochen der unteren Extremität. Kommen wir abschließend zum letzten Teil, nämlich deinem Schädel, dem sogenannten Kranium. Diesen Begriff habe ich mir mit dem ähnlich klingenden Wort Kran gemerkt, denn so ein Kran ist ja auch sehr weit oben, genau wie dein Kopf.
Und auch der Schädel wird nochmal unterteilt. Zum einen in den Hirnschädel, das sogenannte Neurokranium, und zum anderen in den Gesichtsschädel, das sogenannte Viscerokranium. Starten wir mit dem Hirnschädel, dem Neurokranium. Und diesen Begriff kann man sich, finde ich, auch ganz gut merken, da der Hirnschädel dafür verantwortlich ist, dein Gehirn zu schützen und damit auch alle darin liegenden Nervenzellen, die sogenannten Neuronen. Daher Neurokranium. Zum Neurokranium gehören die großen Schädelplatten. Zum einen das Stirnbein, das Os frontale, was frontal vor deiner Stirn hier liegt und daher die Stirn und auch das Dach deiner Augenhöhle bildet. Und um die anderen Knochen des Hirnschädels besser zu erkennen, drehen wir den Schädel einmal auf die Seite. Hier siehst du nochmal das Stirnbein, das Os frontale aus dieser Perspektive. Weiter dorsal liegt dann das Scheitelbein, das Os parietale, das auch paarig vorkommt, um eben deinen Scheitel zu bilden. Das Os parietale macht außerdem auch den größten Teil deines Schädeldaches aus. Und an den Seiten deines Schädels im Bereich deiner Ohren liegt das Schläfenbein, das Os temporale. Es schützt passend zu seiner Lage bei den Ohren zum einen Strukturen für das Hören, aber auch für das Gleichgewicht. Und was hier jetzt sehr klein aussieht, ganz hinten am Schädel, ist das Hinterhauptsbein, das Os occipitale. Aber wenn wir den Schädel einmal umdrehen und von hinten auf den Schädel draufschauen, sehen wir, dass das Os occipitale gar nicht mal so klein ist. Dieser Knochen bildet übrigens auch die Verbindung zwischen deinem Schädel und der Wirbelsäule. Es gibt aber noch zwei weitere Knochen, die zum Hirnschädel gehören. Zum einen das Keilbein, das Os sphenoidale, und zum anderen das Siebbein, das Os ethmoidale, was den Schädelraum von der Nasenhöhle trennt. So, und abschließend fehlt uns nur noch der Gesichtsschädel, das Viscerokranium. Starten wir mit dem Unterkiefer, der sogenannten Mandibula. Das ist der einzige bewegliche Knochen in deinem Schädel und ist dafür da, damit du deinen Mund öffnen und schließen kannst. Sein Gegenpart, der Oberkiefer, der wird als Maxilla bezeichnet. Falls du Schwierigkeiten damit hast, dir zu merken, welcher Begriff für welchen der beiden Kieferteile steht, habe ich hier eine Eselsbrücke für dich. Ich habe mir gemerkt, dass der Oberkiefer Maxilla ist, weil das, was maximal ist, immer oben ist. Also Maxilla, maximal oben der Oberkiefer. Und dementsprechend ist die Mandibula der Unterkiefer. Als nächstes haben wir noch das Jochbein, das Os zygomaticum. Ein sehr seltsamer Begriff, den man sich aber eigentlich ganz gut merken kann. Denn das Jochbein ist dafür verantwortlich, deine Wangen zu formen und auch die innere Augenhöhle. Das heißt, das Jochbein, das Os zygomaticus, ist für deine Gesichtszüge verantwortlich. Mir hilft das auf jeden Fall, es sich besser zu merken. Dir ja vielleicht auch. Als nächstes haben wir noch das Nasenbein, das Os nasale. Das kann man sich ja auf jeden Fall ziemlich einfach merken. Das bildet den knöchernen Nasenrücken, jedoch nur hier diesen Anfangsteil. Alles weiter vorne ist beweglicher Knorpel. Neben deinem Nasenbein liegt dann noch das Tränenbein. Hört sich sehr traurig an, aber genau hier liegt eben dieser kleine Knochen, in dem auch der Tränenkanal entlangläuft. Das Tränenbein heißt auch Os lacrimale und wenn du Spanisch kannst, kannst du dir das auch herleiten, denn la lacrima heißt im Spanischen die Träne. Und abschließend haben wir noch das Pflugscharbein, ein ziemlich seltsamer Begriff schon im Deutschen, wobei der medizinische Fachbegriff dafür eigentlich nur Voma heißt. Das ist die hintere Nasenscheidewand, die du hier markiert siehst. So, und wer bis jetzt noch dabei geblieben ist, der kann einmal die linke Hand nehmen, auf die rechte Schulter legen und dann dreimal schnell auf und ab machen. Sehr gut gemacht! Denn jetzt kennst du die Knochen des menschlichen Körpers, sowohl die deutschen Begriffe als auch die medizinischen Fachbegriffe. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du hast einen ersten Überblick über die ganzen Knochen in deinem Körper bekommen. Und jetzt würde mich noch interessieren, welche Eselsbrücke fandest du am hilfreichsten und welche weiteren Eselsbrücken hast du vielleicht noch für die Knochenbezeichnung? Lass uns doch mal eine Eselsbrückensammlung in den Kommentaren unten starten. Und um kein weiteres Video mehr zu verpassen und mehr Wissen über den eigenen Körper zu sammeln, dann abonniere doch gerne den Kanal und aktiviere die Glocke. Ansonsten bleib gesund und neugierig und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!